ein großer Dank ans Publikum. Ihr seid es, die dieses internationale Treffen ermöglicht durch euer Interesse an der Sache. Und ich glaube, die Sache ist, wie nimmt man am besten psychoaktive Substanzen zu sich? Ich war Forscher seit über 30 Jahren inzwischen, ich bin schon wieder älter geworden. Die Pflanzen der Schamanen weltweit und habe da also alles Mögliche zusammengetragen an Informationen, an Erfahrungen, an Bildern, an Artefakten und so, was damit zu tun hat. Und werde also doch zunehmend häufig von Menschen angesprochen, die fragen mich, was ist denn eigentlich deine Lieblingspflanze? Und dann sage ich eigentlich, das ist schwer zu sagen, ich liebe sie alle, aber ganz besonders liebe ich die Zauberpilze, die Psilocybin enthalten, und ich liebe sehr das Ayahuasca, was ich für das beste Heilmittel der Menschheit halte. Nun möchte ich eine provokante Frage stellen. Was nützt uns Wissenschaft? Ich weiß nicht, ob hier Wissenschaftler unter uns sind oder ob wir es eher mit Menschen zu tun haben. Aber Wissenschaftler sind sowas wie ich, die ihr ganzes Leben einer Sache opfern und das durchziehen. Es sind Forscher, die erforschen Dinge, die uns noch nicht bekannt sind oder die uns nur unzureichend bekannt sind. Wir erforschen sozusagen alles, das gesamte Universum letztlich, wo wir alle ein Teil von sind. Also erforschen wir uns selbst. Wir sind sozusagen die Augen der Schöpfung, die sich selbst betrachtet und als das erkennen kann, was wir dort mit unseren Visionen hineinlegen. Nun, ich möchte nicht mit wissenschaftlichen Details langweilen und erzählen, was alles die verschiedenen akademischen Disziplinen sind, die man benötigt, um wirklich zu wissen, wo es lang geht. Das sind also möglichst viele, aber das ist auch egal. Das Entscheidende ist, dass wenn man sich mit psychoaktiven Pflanzen und Pilzen einlässt, dass man dabei ausschließlich seinem Herzen folgt. Es ist eine Herzenssache, der Gebrauch dieser Dinge, denn über das Herz haben wir den emotionalen Kontakt zur gesamten Schöpfung, zum gesamten Universum. Und das ist wahrscheinlich das, was auch uns alle hier nach Basel zieht, immer wieder. Und wir wissen alle, dass sozusagen der wissenschaftliche Beitrag zur schamanischen Drogenkunde hier in der Schweiz gemacht wurde von Albert Hoffmann, und das ist ein Mann, der eigentlich jetzt nur noch aus Herz besteht. Und der hat das auch immer als Herzensangelegenheit betrachtet, und das möchte ich einfach in Erinnerung rufen. Es geht nicht so sehr um unsere intellektuelle Annäherung an psychoaktive Pflanzen und Pilze, sondern es geht um unsere ganzheitliche Annäherung. Wir haben mehr als den Intellekt. Wir haben das Herz, wir haben unseren Körper, wir haben Sex, Erotik. Das sind alles wunderbare Geschenke, und alle diese Geschenke können wir noch wunderbarer machen, wenn wir gewisse Inhaltsstoffe oder Wirkstoffe oder Pflanzen oder Pilze zu uns nehmen. Die Pilze besonders, die liebe ich also vor allen Dingen deswegen, weil sie so humorvoll sind. Ich mag keine schamanischen Rituale, die in katholischer Eisigkeit stattfinden. Für die Indianer, und ich selbst habe ein paar Jahre mit einem Indianerstamm gelebt, ist der Begriff des Gesundseins umfassender als bei uns. Dort ist man nur gesund, wenn man lachen kann. Und lachen kann man nur dann, wenn man glücklich sein kann. Deswegen ist das Lachen der Ausdruck eines guten Bewusstseins für die Indianer. Ja, jetzt lach doch mal ein bisschen. Insofern, wenn man sich also dem Zauberpilz nähern will, sollte man das vom Herzen aus tun, und man sollte sich darüber im Klaren sein, ob man das wirklich will. Wer das nicht wirklich will und sich nicht darüber im Klaren ist, lasst bitte die Finger davon. Es hat keinen Zweck.
Es funktioniert nur, wenn es eine eigene, selbstständige Entscheidung ist. Die Entscheidung geht dahin, offen zu sein, das Universum zu erforschen und sich selbst, weil man ja Teil davon ist. Und nur dann hat es Sinn. Und Sinn hat es auch nur dann, wenn wir uns ein entsprechendes Setting verschaffen, in dem wir diese Pilze nehmen. Und da können wir viel von den indianischen Schamaninnen und Schamanen lernen, dass der Pilzgebrauch nichts ist, was man mal eben auf der Straßenkreuzung einwirft oder auf dem Bahnhofsklo, sondern dass der Pilz nur dann angewandt wird, wenn es auch das dazugehörige Ritual gibt und die Möglichkeiten dafür, das durchzuführen. Und das ist also sehr wichtig schon mal für uns, dass wir uns das auch klar machen. Dann ist das Problem, bei uns gibt es eigentlich keine echten Schamanen. Und also ich meine jetzt die wirklich die Pflanzengeister und Pilzgeister benutzen. Aber es gibt bei uns Leute, die sind in den 60ern, 70ern geprägt worden durch die internationale psychedelische Bewegung und die haben natürlich viele Erfahrungen gemacht in den letzten 30 oder 20 Jahren. Und diese Erfahrungen sind wertvoll. Auf diesen Erfahrungen können wir bauen und diese Erfahrungen sollten wir in einer sehr positiv, aber zurückhaltenden Weise unseren Kindern zur Verfügung stellen, damit sie wissen und lernen, dass es etwas ganz Besonderes ist, so ein psychoaktives Gewächs zu sich zu nehmen und von ihm die Möglichkeit geschenkt zu bekommen, mehr zu verstehen über uns selbst und über den Rest der Welt. Also, wenn junge Leute Pilze nehmen wollen, dann ist das Beste, wenn sie sich an bereits erfahrene Menschen halten und von denen sich Geschichten erzählen lassen und die vielleicht auch in der Lage sind, diesen jungen Menschen ein richtiges Setting zu bereiten. Vor allen Dingen darf es keine Computer und Handys in der Gegend geben, wenn man Pilze nimmt, das ist ganz wichtig. Man kann es also am besten, wie die Indianer es machen, nachts in Dunkelheit, weil so heißt es, dann kann man besser sehen, und in einem geschlossenen Raum machen. Ich werde oft gefragt, ja, wieso machen die Indianer das nicht draußen? Also schön in der Natur, weil ich weiß von vielen Leuten, die lieben das, irgendwo in die Alpen zu gehen, ein paar Pilzlis zu essen und so. Das ist eine Erfindung des Westens, das ist keine indianische Tradition. Die indianische Tradition ist in einem Raum, der temporär in einen spirituellen Zeitraum verwandelt wird. Und das ist auch das Beste, man ist auch am sichersten, weil man kann draußen oder woanders anderen Menschen begegnen, die gerade mal keine Pilze gegessen haben und das kann ziemlich schrecklich sein. Und man sollte sich Zeit nehmen, man sollte gemeinsam anfangen, die Pilze zu essen und dann vielleicht eine Person für die Musik bereitstellen. Also es hat sich gezeigt, dass Musiker auf Pilzen kläglich versagen. Deswegen können wir uns da getrost der modernen Technik benutzen machen und wunderschöne Musik von CDs spielen. Es gibt nämlich viele CDs, die von Musikern extra für solche gemacht sind, die Pilze genommen haben. Und die können es normalerweise besser als die bepilzten Leute im Kreis. Und dann sollte man sich verabreden, dass niemand den Kreis verlässt, außer zum Pinkeln zu gehen. Und man sollte sich auch verabreden, dass nicht jeder seine persönliche Leidensgeschichte zum Besten gibt. Weil die ist für alle anderen uninteressant und für die eigene Person unerquicklich. Man soll sich lieber mit dem beschäftigen, was einem der Pilz gibt. Nämlich die Möglichkeit, über die normale Welt und Wirklichkeit hinauszuschauen und zu erkennen, was wir sind, woher wir kommen, was wir tun und wo wir hingehen. Und das sind die großen Fragen, die uns der Pilz beantworten kann, ohne Worte. Die Antwort auf diese Fragen ist nonverbal, die kann man nur erfahren. Und nur wer Erfahrungen damit gemacht hat mit diesen Fragen, wird auch befriedigt aus so einem Ritual hervorgehen. Nun, wie es weitergeht, erzähle ich nachher. Herzlichen Dank.